Hallo Holzfreunde! Wie wäre es, wenn auch runde Teile sicher und haltbar auf der Werkbank fixiert werden können, ohne sich im Vorwege großartig Gedanken machen zu müssen? Ich baue mir eine Vakuumspannplatte und wenn das klappen sollte, verändert das meinen gesamten Workflow. Jeder kennt das Problem, runde Teile wie auch eckige Teile sicher auf der Werkbank zu fixieren und das möglichst schnell und unkompliziert. Oftmals macht man das hier mit so Gummiunterlagen, aber spätestens beim Schleifen wandern diese hin und her. Also habe ich mir überlegt, eine Vakuumspannplatte zu bauen. Dafür muss wieder meine kleine CNC-Fräse herhalten. Die Grundplatte habe ich mir natürlich vorher konstruiert und das Modell könnt ihr, wenn ihr es nachbauen wollt, gerne von meiner Internetseite herunterladen. Das ist jetzt mein Rohling, eine MDF-Platte 30 x 30 cm und 30 mm hoch. Um eine wiederholbare Aufspannung zu gewährleisten, wenn ich die Platte zum Beispiel nachfräsen möchte, habe ich mir einen Winkel auf die Fräsmaschine montiert. Dafür markiere ich mir jetzt die Ecke vom Werkstück, damit ich es nicht aus Versehen verdrehe und verkehrt aufspanne. Die Platte selber klebe ich mir jetzt einfach mit doppelseitigem Klebeband auf dem Maschinentisch fest. Das ist nachher einfach zu lösen und auch jetzt schnell gemacht. Als erstes wird die Platte 1,5 mm abgeplant, damit die Nuten, die ich nachher reinfräse, auch alle gleich tief sind. Dazu nehme ich hier einen 6 mm Fräser. Das gesamte Abplanen könnte man sich vielleicht sparen, aber meine Fräse hat doch 2/3 Zehntel Höhenunterschied im Tisch. So bin ich auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und das Ganze geht doch recht flott, trotz eines nur 6 mm Fräsers. Ein hoher Vorschub macht's möglich. Nun folgen die Nuten. Die sind bei mir hier 6 mm breit und haben eine Tiefe bei mir 4,5 mm. Die könnt ihr so 4,5 bis 5 mm tief machen. Weil ich ein möglichst sauberes Schnittbild haben wollte, fräse ich die Platte in mehreren Durchgängen, jeweils 1 mm tief. Und jetzt zwischendurch mal ein wenig Werbung in eigener Sache. Ich biete für euch ab sofort Video-Online-Kurse. Der erste Kurs ist CNC-Fräsen für Anfänger. Dort wird alles erklärt, damit ihr sicher und erfolgreich einsteigen könnt in die CNC-Technik. Also für alle, die sich bisher noch nicht getraut haben, gibt es hier den sicheren Einstieg. Und seht ihr, was für ein super Schnittbild das ist? Das Ganze habe ich hier mit einem 6 mm Downcut-Fräser gefräst. Die Kanten sind absolut hervorragend und absolut scharfkantig, ohne Ausfransung oder Späne.
Und das alles mit so einer kleinen CNC-Fräse. Ich bin total begeistert. So, und jetzt mal schauen, ob die Dichtschnur auch reinpasst. Ja, passt hervorragend. Und nun versiegele ich die Platte mit einer dünnen Schicht Klarlack. Nun wird die seitliche Bohrung bis zur Mitte der Platte gebohrt. Zuerst eine etwas größere Bohrung, ca. 20 mm tief. Dort wird dann gleich ein Gewinde eingeschnitten. Nun setze ich eine 5 mm Bohrung, die bis zur Mitte der Platte durchgeht. Dazu setze ich den Bohrer mit dem Bohrständer kurz an, bohre 20-30 mm tief. Und wenn der Bohrer genug Führung hat, bohre ich das Ganze von Hand auf die finale Tiefe. Ja, und wie man sieht, kommt der Bohrer genau mittig da raus, wo er rauskommen soll. Ich benutze hier einen Schlangenbohrer. Ein normaler Bohrer wäre hier nicht lang genug. Ja, und diesen Luftanschluss möchte ich jetzt in die Platte einsetzen. Diese pneumatischen Luftanschlüsse haben meistens Zollgewinde. Meiner hat hier 1/4 Zoll. Die Materialien und Anschlüsse, Schläuche und so weiter verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Das Gewinde lässt sich ganz einfach schneiden mit einem Standard-Gewindebohrer für Metall. Den habe ich bei mir noch zufällig liegen gehabt von einem Discounterkauf. Aber wie man sieht, erfüllt er absolut seinen Zweck. Den Anschluss klebe ich jetzt mit ganz normalen Sekundenkleber ein, damit das Ganze auch ein wenig luftdicht bleibt. Das Gewinde kann man natürlich nicht mit einem Schlüssel anziehen, weil das würde gleich rausreißen.
Zum Abdichten nutze ich hier eine 6 mm Dichtschnur. Die weiße ist aus Silikon und die schwarze ist ein Moosgummi. Ich nutze erstmal die aus Silikon, obwohl die aus Moosgummi vielleicht auch die bessere Wahl ist. Silikon lässt sich schwer kleben oder vielleicht auch gar nicht kleben. Hier messe ich mir die richtige Länge aus und markiere sie dann. Und dann wird sie mit einem Skalpell auf Länge geschnitten. Nun mal schauen, ob ich die Schnur auch richtig abgelenkt habe. Die beiden Enden müssen natürlich perfekt zusammenpassen, sodass auf keinen Fall Luft einströmen kann. Die sitzen hier perfekt. So, und jetzt wollen wir gleich mal schauen, ob die Vakuumplatte auch funktioniert. Da ich leider keine Vakuumpumpe habe, sondern nur einen Kompressor, benutze ich dieses Ventil hier. An dem wird Druckluft angeschlossen und diese reißt dann praktisch die Luft mit und erzeugt dann einen Unterdruck. Hier hinten sitzt ein Schalldämpfer. Vorne ist der Lufteinlass und hier wird der Schlauch angeschlossen, wo die Luft angesaugt wird. Eine richtige Vakuumpumpe ist wahrscheinlich die bessere Wahl, aber ich probiere das jetzt erstmal so. Das Schöne an der Pneumatik ist ja, dass es für jeden Anschluss den richtigen Schlauch und so weiter gibt. Dieser blaue Schlauch passt genau in diesen blauen Anschluss und passt auch genau in unsere Vakuumplatte. Und das alles einfach nur durchstecken. Und hier an dem Luftanschluss wird jetzt einfach nur der Kompressor angeschlossen und dann sollte das funktionieren. So, und nun versuchen wir mal ein Werkstück auf der Vakuumplatte zu fixieren, also Kompressor ein. Hier mit einem Stück MDF. Kurz einmal andrücken. Da bewegt sich soweit nichts, außer natürlich mein Tisch. Ja, und jetzt will ich auch mal den Härtetest machen mit Schleifen. Normalerweise wandert das Material dann irgendwann runter vom Tisch. Aber das ist, wie ihr seht, hier nicht der Fall. Der Unterdruck könnte auch noch ein bisschen größer sein, finde ich. Also eine richtige Vakuumpumpe wäre vielleicht die bessere Wahl. Und natürlich die Werkstücke müssen verhältnismäßig plan sein. Wenn irgendwelche Löcher oder Nuten oder sowas im Werkstück sind, klappt das natürlich nicht. So, was haltet ihr von einer Vakuumspannplatte? Wäre das auch was für euch? Oder sagt ihr euch, das geht gar nicht? Schreibt es doch mal unten in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Video.